want, I got what you need. Was geht ab, liebe Leute? Es ist mal wieder Sonntag und das heißt Drag Race. Aber es wird sich ein klein bisschen was ändern. Ich habe es schon mal angekündigt, Leute, wie ihr es vielleicht sehen könnt. Das ist nicht die Airbase, wie ihr sie kennt, aber das ist unsere neue. Wir haben Ersatz gefunden, ein neues Flugfeld, das vor allem einen deutlich besseren Belag hat. Und ich denke, das wird dafür sorgen, dass die 0 auf 100 Zeiten viel, viel repräsentativer werden. Wenn auch wir nicht mehr 800 Meter fahren können, sondern nur noch eine Viertelmeile. Aber das ist ja sowieso, glaube ich, die Währung im Drag Race. Also von dem her voll okay. Und wir starten unser allererstes Drag Race hier mit 2 Autos aus unserem Hause. Nämlich einmal den RS6 Johann Abt Signature Edition gegen meinen RS7R. Let's go! Ja, und auch noch etwas, das sich nicht verändert hat, nicht so richtig, mal ein bisschen verändert man sich immer. Ne? Ja. Tobi ist nach wie vor am Start, ist mein Gegner hier. Wenn auch in den nächsten Drag Races ihr auch 1, 2 Gäste sehen werdet, also es kommt noch einiges Cooles auf euch zu. So Tobi, du fährst RS6, ich fahre RS7R. Wir blenden euch zu Hause mal die Specs ein, damit ihr seht, wie die Autos in der Übersicht aussehen. Man muss dazu sagen, mein RS7R hat ein kleines Update bekommen, er hat nämlich den gleichen Stand bekommen wie dieses Auto hier. Also das müsste leistungstechnisch wirklich sehr auf Augenhöhe sein. Das Einzige, was natürlich schon ist, so ein RS7 ist vielleicht ein bisschen windschnittiger. Ne? Absolut, also ist wahrscheinlich das bessere Drag Race Auto. Ja. Wobei der optisch natürlich schon... Der ist Endgegner böse in schwarz mit den Carbon-Details. Boah, es ist schaut schon schnell aus. Und vor allem, was immer geil ist, auch im Vergleich sieht man es mal, die Lufteinlässe hier, wie groß die auf einmal wirken, wenn man die jetzt mal hier drauf sieht und vergleichen kann, ja. Das ist schon brutal. Ja, das hat natürlich schon einen Zweck. Ne? Da geht es um Kühlung. Das geht natürlich jetzt nicht darum, dass die einmalige Performance dadurch besser ist, aber du hast mehr Kühlung und hast die Performance länger, als ich das bei meinem habe, weil man schon sagen muss, beim Audi, der neigt dazu, wenn man hier 3, 4 Mal darunter brettert, dass es dann auch nicht mehr ganz so viel schnell vorwärts geht oder zumindest ein bisschen schlechter wird. Aber du weißt, wie es geht noch, ne? Hat sich nichts verändert, deswegen... Ja, passt, viel Spaß. So, hallihallo. Herzlich willkommen an Bord des RS7R. Schauen wir mal, ob Tobi schon da ist. Ja, Quatsch wieder hier, der redet schon wieder mit sich selber. RS6 Johann Abt Signature Edition, 800 PS in diesem Monster. Wirklich, ich liebe dieses Auto, ich bin ein absoluter RS6-Fan. Das Carbon innen, natürlich auch großer Kofferraum. Laber. Aber auch die Details hier, die Craftsmanship hier, also... Richtig, richtig nice. Hallo. Hi. Bist fertig mit deinem Selbstgespräch? Ich habe gerade erst angefangen, aber ich bin fertig. Ich brauche nicht so viel erzählen. Okay, ich starte mal kurz für ersten Soundcheck, okay? So, bist du ready? Dann mache ich jetzt. Ja, mach du. Vor allem, da macht es nur nicht mehr bis 3,5, sondern bis 3,25, also noch tiefer als vorher. Das Leben ist hart, ey. Das Leben ist so hart. Lass uns beide RS2-Modus machen, ne? Ganz normal. ESC auf Sport für den ersten Run, so wie es ist, muss man nichts anfassen. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich soweit startklar, oder? Yes, dann sind wir soweit startklar. Ah, geil. Geil. Neue Strecke, neues Glück. So, dann schauen wir mal, wie unser erstes Rennen hier sich so anfühlen wird. Alright, let's do it. Handbremse ist draußen. Ampel geht an. Launch aktiv. Und los geht's. Digga, geil. Eng, ist richtig eng, aber ein bisschen bin ich vorne. Ja. Oh, komm, Junge.
Stabil, 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 sage ich nur. Oh, RS7 halt doch eine Macht, ne? Beim geradeausfahren. Wow. Na? Na du? War geil. Ampel war sehr lange an, muss ich sagen. Ne? Also ich hatte ein bisschen Angst, dass die Launch abschmiert. Aber mein Launch war tatsächlich ziemlich stabil. Also ich hatte 3,080 auf 100. 207,02 und Viertelmeile 10,78. Ja, war ich ein bisschen langsamer. Ich hatte 3,1 von 0 auf 100 und Viertelmeile 10,91. Ja, aber trotzdem ganz gut eigentlich, ne? Ein bisschen, aber meiner ging besser irgendwie, ne? Ein bisschen schiebt er doch besser, ey. Ja, doch, schiebt schon ein bisschen besser, aber generell ist trotzdem geil. Die zwei gleich auf, ist schon ein Baba. Lass uns noch einen machen, oder? Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen besser werden. Einen machen wir noch. So, jetzt müssen wir vielleicht mal schauen. Ist immer ein bisschen schwierig mit der Ampel, aber ich glaube, wir können es optimieren, wenn wir... Ich glaube, wir waren ein bisschen zu lange in der Launch-Phase. Vielleicht ein bisschen kürzer, wenn es ist. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, ob es vielleicht noch ein bisschen schneller dadurch geht. Absolut, probieren wir mal. Leute, der Hinweis fürs nächste Drag Race nächsten Sonntag, da wird es abartig schnell. Wir haben ungefähr 1700 PS, die gemeinsam dort runterbrettern. Deswegen der Hinweis, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine Drag Races. Jeden Sonntag 18 Uhr. Jetzt kommt Run 2. Viel Spaß. So, zweiter Run. Ich hol nochmal alles raus jetzt. Oh, los geht's. Boah, wieder komplett rein auf. Komm mal, jawohl. Oh, ist enger, habe ich das Gefühl. Ist enger diesmal. Oh, ist enger. Das ist so geil. Das ist so geil. Tobi war ein bisschen schneller unterwegs hier, habe ich das Gefühl. Boah, war enger diesmal, ne? War enger diesmal. Ich glaube, da hat der Abel einfach mal einen Start rausgezogen. Was hat es? 0-100 3,05, dann 100-200 6,81 und Viertelmeile 10,86. Okay, das ist wirklich stabil. Ich habe mich auch nochmal verbessert. 0 auf 100 3,01, 100-200 6,76. Also auch sehr stabil. Und die Viertelmeile 10,68. Ich glaube, das ist ein neuer Bestwert hier für den Eimer. Ah, voll. Boah, richtig geil. Richtig, richtig stark, ey. Aber du warst echt dichter auf den Fersen am zweiten Mal. Wobei die Ampel war wieder lange an, ne? So vielleicht wieder einen Ticken zu lang, aber gut, da können wir uns jetzt zu Tode optimieren wahrscheinlich. Vor allem, wir wissen ja nicht, wann die Ampel ausgeht. Das ist immer so ein Gamble. Also, ja. Also, ich habe es auf jeden Fall später gemacht als beim ersten Mal. Also, ja. Eins muss man, glaube ich, auch sagen, man merkt schon, dass das Losfahren deutlich angenehmer ist wie beim alten. Ne? Also vielleicht, Leute, wir blenden euch das vielleicht auch mal nochmal ein, vielleicht hat nicht jeder das Video gesehen, warum auch wir das hier besser finden, weil du halt hier besser loskommst. Auf der alten Airbase, wir haben so gestruggelt mit diesen 0 auf 100 Zeiten. Was geht's? Okay. 3, 2, 1, los! Oh, Ja, komm. oh, Scheiße. 7 ist die Macht. Ja, ist vielleicht in der Geschwindigkeit vielleicht doch der RS7 besser. Ein bisschen windschnittiger als jetzt der Avant. Aber echt eine enge Geschichte, also total eng. Und dieser RS6, wenn neben dir fährt, schaut so geil böse aus. Da war wohl die Aerodynamik vom RS7 ein bisschen besser, würde ich sagen. Ja, und natürlich auch die Reaktion. Ja, das bei dir natürlich als Rennfahrer, weißt einfach besser. Ja, aber schönes Duell. Hat Spaß gemacht. Ja, auf Augenhöhe auf jeden Fall. So, das war unser allererstes Rennen auf der neuen Airbase, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eins kann man auf jeden Fall sagen, es macht Spaß hier zu fahren. Absolut. Die Autos haben richtig Traktion, das ist geil. Ich finde die Viertelmeile auch völlig ausreichend, das ist echt okay. Ich glaube, wir haben ein sehr enges Duell gesehen. Leicht vorne der RS7 Ja. her, habe ich mir fast gedacht. Ich mir auch, ja, aber ist okay. Aber ist okay, war geil auf jeden Fall. Ja. Schaut schon böse aus, wenn man links rüber schaut. Leute, zur Bestenliste muss auch noch gesagt, wir werden die Bestenliste natürlich, die gibt es ja in den alten Videos noch, aber wir werden sie hier neu starten, weil es einfach nicht fair wäre, das hier so zu vergleichen, weil die Werte vorne und hinten nicht passen und die Viertelmeilenwerte auch für die heckgetriebenen Fahrzeuge aus der alten Liste einfach keinen Sinn machen. Deswegen starten wir die Liste von vorne. Aber es kommt ja noch jede Menge und vor allem, seht ihr das vielleicht im Hintergrund, Leute?
Da stehen 2 Fahrzeuge. Das wird das nächste Drag Race, was es für euch gibt. Deswegen abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, denn jetzt kommen ungefähr 1700 PS im nächsten Video, die dort hinten versammelt sind. Ein Auto kennt ihr vielleicht, ist extra aus Berlin hergefahren. Es wird auf jeden Fall wild. Deswegen seid dabei, nächsten Sonntag 18 Uhr. Tobi, Dani. Ciao. Nothing can stop me. I'm all the way up.